Only 5 ever men have done what he has just achieved. Ein Moment, den wird man in seinem Leben nie wieder vergessen. Dominator des Sports. Der beste Pilot der Welt. Ein Visionär des Bobsports. Er hasst es zu verlieren. Seit 2017 in beiden Disziplinen ungeschlagen. Er will auch immer mehr. Er versucht, eine Legende in diesem Sport zu werden. Ich bin in Pirna geboren und dort aufgewachsen. Habe dann mit 10 Jahren angefangen, Leichtathletik zu machen und über Zufälle zum Bobfahren gekommen und bin dann meinen Weg einfach gegangen. 2010 habe ich auch versucht, den jungen Mann unter meine Fittiche zu nehmen und ihn, wenn möglich, schnell in die Weltspitze zu entwickeln. Du stehst mit beiden Beinen, das ist gut. Nicht zu früh lösen, da musst du aufpassen. Du musst leicht nach oben gucken. Ja. Ich habe in Altenberg meinen ersten Weltcupsieg gemacht. Da hat er uns auch zum ersten Mal geärgert. Wir haben ja zusammen auf dem Podium gestanden und da hat er schon das erste Mal gezeigt, dass er relativ schnell gelernt hat. Das Team Friedrich Becker waren junge Kerle. Sie haben unglaublich hart trainiert und sie haben gebrannt darauf, den anderen zu zeigen, ey, wir kriegen euch, wir sind jung, aber wir sind bereit, gegen die Besten der Welt anzutreten. Der größte Moment war dann irgendwo St. Moritz. Der großen Eröffnung seiner Karriere mit 22 Jahren jüngster Weltmeister in dieser Sportart zu sein, das ist eine Serie, die damals begonnen hat. War natürlich sensationell. In dem Moment fühlt man sich natürlich ganz, ganz groß und hofft, dass es halt so weitergehen würde. Ja, und dann kommt so ein nächster Schlüsselmoment, eigentlich genau das Jahr später. Da waren wir in Sochi. For one of the Blue Riband events of each and every Olympic Winter Games. Sochi, ja. Als amtierende Weltmeister reist man natürlich zu Olympischen Spielen an mit dem Gedanken, ich will wenigstens eine Medaille holen. Vielleicht sogar liebäugelt man auf Gold. Die Jungs waren sowohl in der Fahrleistung als auch in den Startleistungen sicherlich reif. Aber es gab eben das Handicap, dass wir sicherlich auf dem materiell-technischen Bereich nicht so in der Weltspitze waren, um mit allen mitfahren zu können. Wir waren seit 50 Jahren die erste deutsche Mannschaft, die dort keine Medaille geholt hat. Absoluter Schockmoment, ich glaube auch für ihn. Hätte anders aussehen können und müssen, nachdem der Performance, die er davor abgeliefert hat. Wir dachten so, also schlimmer kann es nicht sein. Und dort habe ich mir so geschworen, sowas passiert dir nie wieder. Ich habe, glaube ich, gerade so eine Woche Pause gemacht nach Sochi und dann habe ich wieder angefangen zu trainieren. Es kam Thorsten dazu, hat dann dort gesagt, er macht keinen Zehnkampf mehr. Der hat einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Dann haben wir aus der Leichtathletik Martin und Candy geholt. Wir haben dann das erste Mal Startzeiten geschoben, die in die Richtung von irgendwelchen Startrekorden gingen. Wir haben da wirklich ein Team formiert. Das war wie unser Neuanfang. Jawohl, machst du gut, der war viel besser. Du weißt ein bisschen aus, weil du bist gut drauf. Da kommt eben zum Tragen, dass Francesco grundlegende Dinge geändert hat. Er hat am Verband bewirkt, dass wir nicht nur mit einem Schlittenhersteller fahren dürfen. Wir mussten natürlich da auch große Teile selbst finanzieren, was auch eine super Managementleistung von Francesco war. Er ist ja nicht nur der Sportler, er muss sich ja um alles kümmern, um die Rahmenbedingungen. Er muss die Finanzen regeln, er muss das Material beschaffen. Das ist ein Riesenaufwand und das einfach zu bewältigen, gerade in dem Alter, das war schon beeindruckend. Dadurch eben dieser Aspekt des Visionärs. Er ist Wege gegangen, die total untypisch waren und hat damit bewirkt, dass der Bobsport im Gesamten nach vorne gekommen ist. So sind wir halt dann nach oben gekommen, auch durch seine Art und Weise und seinen Willen zu gewinnen. Da haben wir richtig Gas gegeben und haben das durchgezogen bis Pyeongchang und ja, wir wurden belohnt. The time is the same. We've got 2 gold medals. This is amazing. That is unbelievable. Justin Cripps and Francesco Friedrich. Dieser Moment, das ist Gänsehaut pur. Da ist man mit dem Kanadier zusammen
diese Goldmedaille holt, das schmiedet auch Freundschaften. Dann kam der Viererbob. Ich erinnere mich an den Moment, wo er zu mir sagte, nach 2 Trainings, Trainer, ich würde morgen eigentlich weglassen wollen. Zeigt halt die Coolness von Franz. Ich habe so im Griff. Mache ich lieber einen Schongang an dem Tag und habe dann lieber ein bisschen Regeneration drin. Look at him go. Only 5 ever men have done what he has just achieved. Gold in both the 2-man and the 4-man at the same Olympic Games. Er hat auch im Vierer nichts dem Zufall überlassen, hat die richtigen Entscheidungen getroffen in Absprache mit uns. Und das zeichnet den Jungen aus. 2 Olympiasiege. Gold medalist and Olympic champions, Germany. In dem Stadion vor 7000 Leuten da nochmal die Medaille zu kriegen, also das war einen besseren Moment wie da, hätte es einfach nie geben können. Also ist das fett. Das ist so krass. geil. Zu seinen Erfolgen kann man nur sagen, dass er ja momentan der Spitzenreiter ist, auch was die Weltcupsiege angeht und die Weltmeisterschaften. Olympia bin ich noch vorne. Das sind die 2 uns noch um 2 Medaillen voraus. Ja, das soll natürlich ein Ziel sein, aber wie gesagt, wir wollen weiter unseren Schuh fahren. Er möchte starke Konkurrenz, weil auch über diese starke Konkurrenz entwickelt er sich weiter. Er fördert ja auch deswegen seine Gegner. Wie zum Beispiel in Benjamin Meyer aus Österreich, der ein unmittelbarer Konkurrent im Viererbob sein wird. Das wäre schade, wenn diese Bob-Familie oder dieser Sport, wenn es den irgendwann nicht mehr geben wird. Und deswegen ja, unterstützen wir genauso die anderen. Das ist die Dankbarkeit an den internationalen Verband, seinen Sport ausüben zu dürfen. Er hat eine Siegesserie hingelegt, die unglaublich ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie Peking überlebt. Wir werden um diese 2 Goldmedaillen kämpfen und ich bin mir sicher, dass das Team das Potenzial hat, auch diese Goldmedaillen zu holen. Man ist da oben und man will da nicht mehr weg. Außerdem könnten wir die Ersten sein, die beide Disziplinen Gold verteidigen. Das hat bis jetzt auch noch keiner geschafft.